Zum allerersten Mal, was brauchen wir, wenn wir mit dem Airbrushen beginnen möchten? Das werde ich euch heute mal ein bisschen näher bringen. Dann noch so ein bisschen Allgemeines. Ich habe vor, hier eine kleine Serie zu starten mit den verschiedenen Produkten, die ich benutze und zum Beispiel wie man eine Pistole, dann eine Airbrush-Pistole richtig benutzt und wie man sie reinigt, wie man sie zerlegt und wieder zusammenbaut, was für Fehler auftreten können, was wir dagegen machen können, einfach so ein bisschen, um den Einstieg ins Airbrushen zu erleichtern. Das sind doch die meisten Fragen. Dann Themen zu der Farbe und zum Kompressor, einfach was so anfällt, auch was mich am Anfang hatte ich viele Fragen, die mir leider nicht beantworten konnte, wo ich dann auch froh bin, wo ich mir dann überall so ein bisschen was rausgenommen habe aus verschiedenen anderen Videos. Ich versuche das hier mal ein bisschen so für Anfänger abzudecken, damit ihr auch einfach einen viel leichteren Start habt und mehr Freude und Spaß an dem Hobby habt, statt am Anfang nur gefrustet zu sein, weil es einfach nicht funktioniert. So war es bei mir. Ich habe dann das dann einfach so gemacht, ich habe mir dann einen Airbrush-Kurs genommen bei meinem hiesigen Airbrusher hier in der Nähe, einen relativ bekannten, und habe da dann einen Kurs gemacht und habe dann dort dann primär mehr verstanden, wie das Ganze funktioniert und auch ein paar Probleme mit der Pistole gehabt, die mir dann geholfen haben natürlich, und danach ist dann der Knoten endgültig geplatzt und dann war ich Feuer und Flamme für das Ganze. Ich versuche, wie gesagt, das ein bisschen euch näher zu bringen, euch ein bisschen zu helfen, wenn ihr Bock drauf habt, und ja, mich würde es auf jeden Fall freuen. Wir fangen jetzt einfach mal am besten an mit den Pistolen, mal ganz kurz, bevor wir jetzt noch weitermachen. Der Kanal wird ausschließlich auf Deutsch sein, weil ich der anderen Sprachen nicht so mächtig bin. Also alle Nicht-Deutschen dürfen sich mit ganz tollen YouTube-Untertiteln begnügen. Die sind nämlich richtig spitze, habe ich schon mitgekriegt. Da vorab eine kleine Sorry von mir, aber wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Auf jeden Fall. Fangen wir mal an mit den Pistolen. Ich benutze die Pistolen von der Firma Harder & Steenbeck. Das ist die Evolution Silverline 2-in-1. Ich finde die Pistolen von der Marke relativ geil, weil sie sehr einsteigerfreundlich sind. Sie sind relativ leicht zum Zerlegen und wieder zusammenbauen, haben schönes Handling, ein schönes Gewicht auch. Also ich mag das, es fühlt sich immer gleich viel wertiger an, wenn es schwer ist. Aber so von der ganzen Komponente und von der Düsen und so weiter, sehr, sehr einsteigerfreundlich, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Mit denen arbeite ich ausschließlich. Das sind gerade die 3 Stück hier, die anderen 2 hier oben noch. Bei der schwarzen, das ist die Besonderheit, das ist die Evolution AL Plus, die ist aus Aluminium. Die ist einfach ein bisschen leichter, wenn man dann doch mehrere Stunden arbeiten möchte, dann ist es teilweise doch angenehmer mit einem bisschen leichteren Gewicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir so dieses Gewicht von der Airbrush eigentlich ganz gut gefällt, wenn sie in der Hand ist. Also die benutze ich. Wie gesagt, da werde ich dann mal noch spezifischer drauf eingehen im anderen Video. Da werden wir dann mal eine Kleinigkeit ein bisschen malen, so gerade für die Anfänger, was kann man für kleinere Übungen machen. Und anschließend werden wir die dann zerlegen, reinigen und dann wieder zusammenbauen, sodass ihr auch Freude dran habt. Wenn wir gerade beim Reinigen sind, dafür braucht es dann natürlich noch spezielle Reiniger. Mittlerweile benutze ich nur noch Glasreiniger, gemischt mit Wasser. Funktioniert meiner Meinung nach genauso gut, ist nicht mal ein Bruchteil so teuer wie solche Produkte direkt von der Firma. Also ich mache das schon etliche Jahre so, jeder hat da so sein eigenes Ding. Ich fahre damit ehrlich gesagt ganz gut und werde es dann euch auch zeigen. Ich denke mal, beim Airbrushen ist es, ja, also ich bin kein absoluter Vollprofi, ich mache das jetzt 3 Jahre, habe davor den einen Kurs gemacht und fahre aber mit den Dingen, so wie ich sie mache, eigentlich ganz gut und bin damit auch sehr zufrieden. Und ja, dazu dann auch mehr, wie gesagt, im nächsten Video, das wird dann schon das sein. Was braucht ihr noch? Ihr braucht da noch einen Behälter, eine Pipette am besten zum Mischen. Also ich mische immer die Farben von der Firma Schminke immer mit ein bisschen Wasser. Da habe ich bis jetzt auch noch nie Probleme gehabt, weil viele nehmen dann
destilliertes Wasser, entmineralisiertes Wasser, Gelumpe da, damit es nachher zum Beispiel beim Lackieren eben keine Fettaugen gibt oder so. Aber ich muss sagen, ich benutze einfach stinknormales Leitungswasser und hatte damit noch nie Probleme. Auch beim Lackieren nicht. Also ich lackiere einen Großteil meiner Sachen selber. Bis dato eigentlich noch nie groß Probleme gehabt und ja, da brauche ich dann nicht auch extra ein Spezial für Dünner oder so. Also es ist dann doch recht, funktioniert genauso gut. Also meiner Meinung nach kann man sagen, was man will, aber ist Geldmacherei einfach. Ja. Also braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt, aber muss jeder für sich selber entscheiden. Was brauchen wir dann noch? Hier ist zum Beispiel so ein Cleaning Pot. Bietet sich natürlich an, wenn man dann zu viel Farbe hat oder die Airbrush-Pistole mal kurz ausblasen will oder kurz mal durchreinigen will. Spritzt man dann natürlich hier rein, damit es dann hier sich sammelt. Hier ist ein kleiner Filter drin, damit es dann eben die Schadstoffe drinnen bleiben. Ich airbrush bei mir daheim in meiner Wohnung und deswegen ist es für mich unverzichtbar, so ein Teil zu haben. Ich meine, wenn jemand eine Werkstatt hat, wo er drauf scheißt, der kann natürlich dann auch einfach das Ding einfach auf die Seite und kurz ausspritzen, das ist natürlich auch kein Problem. Ich würde euch dem am Anfang auch empfehlen, einfach damit ihr den Dreck nicht überall habt und natürlich auch für die Gesundheit. So, was brauchen wir denn noch? Das sind die Farben natürlich. Ich benutze jetzt die Farben von der Firma Schmink AR Color, mit denen komme ich sehr gut zurecht. Die habe ich damals, ganz am Anfang habe ich totale Schundfarben gehabt von irgendeiner No-Name-Firma. Ich sag's euch, kauft euch so einen Scheißdreck nicht. Das hat überhaupt nicht funktioniert, das war der volle Klump. Wenn man billig kauft, kauft man zweimal. An dem Sprichwort ist wirklich was dran. Also macht's nicht den Fehler wie ich. Ich habe am Anfang mir auch ein Set bei Amazon geholt, wo voller Klump war, wirklich ein voller Bockmist. Das Ding, der Kompressor, der hat pulsartig die Luft wiedergegeben, also dadurch ist der Farbstrahl immer dicker und dünner geworden. Also einfach nur die Airbrush-Pistole war der größte Scheiß. Kauft's nicht, ich habe das Zeug genommen, so wie es war und habe das Ding nachher einfach in den Müll geschmissen, weil da gehört es auch schlussendlich auch hin, weil es einfach nur der absolute Rotz war. Also macht's nicht, kauft euch gescheites Material. Talent ist das eine, richtiges Werkzeug das andere. Also mit viel Übung kann jeder ein guter Airbrusher werden, aber mit Scheißmaterial, da schafft es das nicht, weil das ist einfach nur, also nicht empfehlenswert, kauft euch was Gescheites. Wie gesagt, ich habe mit den Farben hier angefangen, danach den Schundfarben und die sind viel, viel besser, die sind gängig, die sind schon spritzfertig, ich verdünne sie immer, weil ich es überhaupt nicht mag, wenn die Farben so eine starke Deckkraft am Anfang haben. Ja, ich fahre mit denen super. Ich sehe viel im Internet, dass viele die Createx Farben bevorzugen. Die habe ich mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich Sonntagsfarben hatte oder nicht. Die waren auf jeden Fall volle Katastrophe. Hat bei mir gar nicht funktioniert, aber vielleicht war es von meiner Seite auch irgendwie, hat es nicht richtig funktioniert, keine Ahnung. Ich bin damit nicht so warm geworden, bin dann wieder auf die zurückgeschwenkt und fahre mit denen, wie gesagt, gut und werde auch wahrscheinlich bei denen bleiben. Das zu dem Thema Farben. Da aber dann auch noch mehr, da werde ich dann aber mit Farben und Maluntergründen ein bisschen ein Video machen, was verschiedene Maluntergründe gibt es, was gibt es zu beachten, was könnt ihr bei den Farben beachten etc. Dazu aber dann auch später mehr. Zum Thema Reinigen. Ich habe mir nach relativ kurzer Zeit mir dann so einen Ultraschallreiniger besorgt. Ist nicht teuer bei Amazon, glaube 50 €, ja. Das Ding ist einfach Gold wert, weil ihr die Airbrush zerlegt, da reinknallt mit dem Reiniger und ein bisschen Wasser und lasst die dann laufen und danach ist sie eigentlich schon mal relativ gut gereinigt. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mit dem Hobby anfangen wollt. Macht es einfach mit, ihr werdet euch da einiges an Zeit, der Reinigungszeit ersparen und vor allem auch ist die Gefahr niedriger, dass ihr auch was kaputt macht. Und kann ich nur empfehlen, ihr müsst bloß schauen, es gibt Ultraschallreiniger und es gibt Vibrationsreiniger und Vibrationsreiniger sind einfach Schrott, weil die Dinge einfach nur vibrieren und Ultraschallreiniger, das ist ja gerade das Interessante daran, da geht der Schall ja in jede Ritze rein, das kann man ja dann auch für Schmuckbrillen oder sonstiges Zeug benutzen und der macht es ja dann richtig sauber und so ein Vibrationsreiniger eben nicht, also nicht empfehlenswert. Guckt, dass ihr einen gescheiten Ultraschallreiniger herbekommt, muss auch nicht unbedingt teuer sein. Funktioniert meiner Meinung nach hervorragend und erleichtert euch das Reinigen um einiges.
Genau. Dann haben wir noch den Kompressor. Den zeige ich euch nachher mal noch kurz in einer Nahaufnahme. Das ist ein Sillair 20A. Den habe ich mir besorgt, weil der einfach, also ich habe viel Wert drauf gelegt, dass er leise ist, weil ich wie gesagt in der Wohnung auch gern Airbrush und arbeite und dann mein Umfeld auch nicht unbedingt gerade stören will. Und habe dann da auch ein bisschen mehr ausgegeben, bin aber mit dem Ding super zufrieden. Und der ist auch wirklich so arschleise, da ist alles andere viel lauter und das ist super geil. Also das Ding hat aber auch, glaube ich, nur 350 Euro gekostet. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr darauf Wert legt, auf so einen relativ leisen Kompressor und sehr pflegeleicht auch. Und da werde ich euch im Video natürlich auch nochmal ein bisschen was näher zu sagen im Einzelnen. Und genau, dann haben wir das eigentlich soweit. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit noch ein paar mehr Videos vorstellen, eine kleinere Serie über den Kompressor, über die Pistolen, über die Farben, über die Maluntergründe, über ein bisschen Anfängerzeug, was ihr machen könnt, damit ihr ein bisschen besseres Handling und ein bisschen besseres Verständnis für die Pistole bekommt, um euch da ein bisschen zu helfen, ein bisschen Fehlerquellen ausmerzen, die man machen kann als Anfänger. Hat mich sehr gefreut, würde mich natürlich über Comment oder ein Like freuen.